Ich bin Philipp, ich bin bei der Verbraucherzentrale NRW als Referent für den Bereich Ressourcenschutz, kümmere mich also ganz viel um die Rohstoffe, wo kommen sie her, wie gehen wir damit um und wo gehen sie dann danach hin. Und da ist dann natürlich auch die Ökobilanzbewertung ganz wichtig, um zu gucken, ab wann lohnt sich Mehrweg, ist es immer gut, welche Einwegprodukte sind vielleicht besonders schlecht. Ja, oder eben auch Bilanzen von ganz anderen Produkten, also auch von der Waschmaschine oder so oder von einem T-Shirt. Das ist alles irgendwie in meinem Arbeitsfeld mit drin. Wir haben in NRW von den Verbraucherzentralen das große Glück, dass wir eine Umweltberatung haben. Das haben die anderen Verbraucherzentralen nicht unbedingt. Es liegt einfach daran, dass kurz nach Tschernobyl das Land NRW gesagt hat, wir wollen für die Bürger in NRW eine Umweltberatung anbieten. Das ist natürlich eine gute Sache und ja, ich arbeite gerne hier. Jetzt gebe ich mal eben meine Präsentation frei. Ich hoffe, ihr könnt sie dann auch gleich sehen. So, einmal kurz nicken, wenn sie auf dem Bildschirm erscheint. Prima. Das sehe ich nämlich sonst nicht. Wenn ihr Fragen habt, im Chat kann ich sie nicht sehen, dann vielleicht einfach am Ende nochmal fragen, sonst fragt ihr vielleicht auch schon Sachen, die ich ohnehin erzähle. Ich will einmal auf die Einwegkunststoffverbotsverordnung zu sprechen kommen. Die gilt ja jetzt nun schon seit dem 3.7. Eigentlich müsste ich das eine Wort dann noch ändern, ab gegen seit, in Deutschland. Und verboten worden sind da immerhin einige Einwegkunststoffprodukte, die eine ganze Menge Müll machen, aber man muss sich fragen, warum eigentlich nur die? Und warum nur Plastikprodukte und nicht auch noch andere Sachen, die Einweg sind, die stören. Das liegt einfach daran, deswegen auch die Meeresschildkröte am Anfang, dass dieses Gesetz basiert auf dem EU-Strandmonitoring. Man hat also an den Stränden der europäischen Länder mal geguckt, was liegt denn da so rum an Plastikteilen. Da hat man eben diese Produkte gefunden, also kosmetische Wattestäbchen, Einwegbesteck, Einwegteller, Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe und Fachterminus Lebensmittel- und Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol. Wir kennen das einfach als Styropor. Das waren die Sachen, die man da gefunden hat. Hat gesagt, wenn wir die einfach verbieten, dann haben wir weniger Müll in den Meeren. Das heißt nicht, dass damit irgendwie die generelle Plastikmüllproblematik behoben ist, aber es ist schon mal ein erster Schritt. Ja, und wie geht das Gesetz noch weiter? Was auch verboten ist, sind oxoabbaubare Kunststoffe. Ist Plastik, was quasi unter Sonnenlicht viel schneller zu Mikroplastik verfällt. Das ist aber dann trotzdem nicht weg, sondern wäre einfach nur schneller Mikroplastik da draus. Es gibt keine Ausnahme für biobasierte Kunststoffe, also auch Biokunststoff ist verboten, zumindest diese Produkte daraus. Wenn ihr jetzt noch im Imbiss einen Plastikteller bekommt oder sogar so eine Styroporschale, ja, das ist noch erlaubt. Es gibt eine Übergangsfrist. Man wird auch in Drogeriemärkten noch eine Weile Plastikstrohhalme oder Wattestäbchen mit Kunststoffmittelteil bekommen. Das ist also alles möglich. Ja, einige Händler haben schon umgestellt, aber die Reste werden eben noch verkauft, weil die EU auch gesagt hat, wenn wir das jetzt einfach verbieten und die Lagerbestände vernichtet werden, dann wäre das eigentlich die größere Umweltsünde, weil man ja hoffentlich davon ausgehen soll, dass die meisten dieser schrecklichen Einwegprodukte trotzdem immer noch in der richtigen Tonne landen und dann auch nicht im Meer enden und richtig entsorgt werden. Die Verordnung wird 2027 nochmal angefasst und hoffentlich verschärft und um einige Produkte erweitert. Müssen wir mal gucken. Also die Frage stellt sich jetzt zum Beispiel, warum bleibt der Einweggrill erlaubt? Ne? Ja, klar, weil es kein Plastikprodukt ist und es leider von diesem Gesetz nicht mit erfasst wird, aber eigentlich sind Einweggrills, das ist eine Aluschale, die ist richtig scheiße, man kann da eh nicht ordentlich drauf grillen, es geht nochmal Metall für das Sieb drauf, dann weißt du nicht, wo kommt die Holzkohle her. Wirklich ein ganz fragwürdiges Einwegprodukt, hätte man unbedingt mit verbieten sollen, aber ja, ähm, war halt gar nicht Absicht des Gesetzes. Ne? Insofern können wir uns erstmal freuen über das, was wegfällt, aber man kann noch viel mehr tun. Ja, dann gucken wir uns mal an, wie ist denn die Ökobilanz der Sachen, die dann noch erlaubt sind. Ne? Also es ist ja nicht ein Einwegverbot, sondern ein Einwegplastikverbot. Das heißt, wir werden noch eine ganze Menge Einwegprodukte weiterhin bekommen in den Imbissen. Ne? Und was jetzt schon eben den Großteil ohnehin ausmacht, ist Papier und Pappe. Also 2/3 des Einweggeschirrs sind ohnehin schon aus Pappe. Und die werden auch erlaubt bleiben und es wird einfach nur zunehmen. Die schlechte Nachricht dahinter ist einfach, die Ökobilanz ist nicht besser als die von Plastik. Warum? Ganz klar, es ist zwar ein pflanzliches Material, aber den Baum muss ich ja erstmal irgendwo klein malen.
Ich muss da noch ein bisschen Chemie dazu tun. Dann muss ich noch mal Energie aufwenden, um diesen Papierschlamm, der dann auf einem Sieb aufgetragen wird, zu trocknen. Und dann habe ich erst Papier. Und das beschichte ich vielleicht sogar noch mal. Und wo das Holz dafür herkommt, das ist auch, wenn es ein fertiges Papierprodukt ist, gar nicht mehr zu sehen. Da kann auch Tropenholz drin sein. Also wir wissen, dass regelmäßig gerade für hochverarbeitete Papier- und Pappprodukte Tropenholz benutzt wird. Diese EU-Holzhandelsverordnung, die existiert, die dient eigentlich nur davor, den Handel mit gewissen Tropenhölzern, die als besonders werthaltig gesehen werden, geschützt sind. Aber du kannst in Indonesien durchaus irgendeinen Wald platt machen, daraus in China Papier herstellen und das dann hier verkaufen als Einweggeschirr. Das ist möglich. Ne? Und das heißt, ökologisch wirklich sehr fragwürdig und nur zu sagen, ja klar, die Pappe löst sich in der Umwelt schneller auf, sofern sie dann nicht kunststoffbeschichtet ist, ähm, ist nett, aber der Umwelt ist damit nicht wirklich gedient, wenn man davon mal ausgeht, dass die meisten Pappteller richtig entsorgt werden. Ne? Also das heißt, Pappe ist nicht die Lösung. Schon mal, das kann man von der Ökobilanz sagen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, der Plastikteller macht so und so viel Gramm CO2 und der Pappteller so und so viel Gramm. Das wäre ungenau. Da müsste man wirklich sagen, dieser eine spezielle Pappteller und dieser eine spezielle Plastikteller verglichen. Da kriegst du aber die Daten nicht. Aber so im Groben kann man sagen, Papier- und Pappprodukte, das gilt auch für andere Papier- und Pappprodukte im Vergleich zu den gleichwertigen Plastikprodukten, sind von der Ökobilanz nicht groß unterschiedlich. Die unterscheiden sich vielleicht in einzelnen Punkten. Der Ökobilanz ist ja nicht nur CO2, sondern auch Bodenversauerung, Beitrag zur Ozonschichtvernichtung und so weiter und so fort. Aber so, wenn man das grob mittelt, kann man wirklich nicht sagen, dass dann insgesamt das eine besser wäre als das andere. Das ist leider die bittere Wahrheit bei Papier. Und wir erleben im Moment, dass relativ viele Hersteller auf Papierprodukte umstellen, weil der Plastik so gebasht wird. Muss aber wirklich immer klar sein, es ist leider nicht besser. Es ist dann höchstens Greenwashing, wenn der Hersteller drauf, ja, wir haben jetzt das Plastik durch Papier ersetzt, dann kann man sagen, ja, leider nicht verstanden, worum es wirklich geht. Was etwas besser ist, das ist Bagasse, kennt ihr vielleicht vom Namen nicht, aber das ist der Pressrest von der Zuckerrohrherstellung. Also Zuckerrohr ist ja eigentlich ein Gras, ein Süßgras. Wenn man das auspresst, dann bleibt sowas zurück. Das ist so faserartiges Material. Und daraus kann ich genauso Papier herstellen. Der Vorteil ist aber, ich brauche weniger Chemie und weniger Energie dafür, weil das halt schon so faserig ist. Und da ist auch kein Lignin drin, so wie beim Holz. Und deswegen kann ich eben Gräser leichter umwandeln in Pappe. Das ist dann also von der Ökobilanz etwas besser, theoretisch. Kommt natürlich jetzt die weite Transportdistanz dazu. Und da kommt es dann eben drauf an. Ne? Also Containertransport ist gar nicht so CO2-intensiv. Kann aber dann natürlich sein, wenn ich zum Beispiel Holz habe, was aus, sagen wir mal, Rumänien kommt. Wenn es dann sogar noch Raubbauholz ist, dann ist der Pappteller auf jeden Fall viel schlechter als die Bagasse. Wenn ich jetzt aber eine einheimische Fichtenplantage habe, die ohnehin gerodet werden musste, um da mal einen ordentlichen Mischwald anzulegen, und das eine relativ gute, ordentliche Papierfabrik in Deutschland aufbereitet hat, dann kann der heimische Pappteller besser sein. Also das ist so ein bisschen an der Grenze. Bei Bagasse kann man sagen, naja, kann durchaus besser sein, muss es aber nicht. Und das jetzt wieder ganz genau zu beziffern, ist letztendlich auch nicht möglich. Also zumindest nicht für die Kunden im Laden. Man kann natürlich eine Ökobilanz für ein einzelnes Speziellprodukt erstellen, aber so im Großen kann man sagen, ja, Bagasse vermutlich etwas besser, aber nicht hundertprozentig immer so. Dann gibt es noch die Palmblattteller. Die werdet ihr von der Imbissbude nicht bekommen, weil die einfach zu teuer sind. Ne? Die kosten einfach mehr als der übliche Pappteller. Deswegen ist es für die Imbissbude, die da knapp beim Preis kalkuliert, einfach nicht möglich. Aber auf gewissen Events wird man wahrscheinlich dann Palmblattteller und Schalen bekommen. Diese Palmblätter sind ein Abfallprodukt der Betelnussproduktion. Also das ist eigentlich ganz gut. Es wird nicht extra dafür angebaut. Die Umformung dieser Palmblätter, wobei es ist gar nicht das Palmblatt, sondern die sogenannte Palmblattscheide, also das quasi, was hier unten ist. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt. Also quasi unterhalb dieses Palmblattes, dieses bräunliche da. Das ist das, was man dann umformt. Hat den Vorteil, dass es von sich aus wasserfest und Mikrowellen geeignet ist. Das ist ganz schön als Material. Wird aber auch wieder weit transportiert, ist also ungefähr so wie Bagasse einzuschätzen, etwas besser als Pappe wahrscheinlich, kann aber auch nicht recycelt werden, ist aber immerhin kompostierbar. So. Aber es ist natürlich immer noch nicht die beste Lösung, ne? Das ist auch klar.
Holz und Bambus, ja, gibt ja auch, ne, so Holzgeschirr, also ganz dünne Holzschälchen gibt es auch für Pommes oder so, habe ich mal gesehen, allerdings keine Schüsseln oder so daraus. Ne? Ähm, ja, hat den Vorteil, dass es eine sehr geringe Verarbeitung hat. Es wird nicht irgendwie erst klein gemahlen und in einer Papierfabrik durchgemanscht, ne? Wächst nach. Ähm, Kann also dadurch leicht besser sein als Plastik. Wie es bei Bambus aussieht, habe ich nicht rausbekommen. Kann ich euch leider nicht sagen. Es gibt im Moment zumindest zu Bambus, der auf Plantagen wächst, ähm, keine wirklichen Bilanzen. Also die Hersteller sagen im Moment, Bambusplantagen wundervoll, kommt ohne Pestizid und Dünger aus, tolles Material. Würde ich gerne glauben, als geneigter Biologe glaube ich es aber nicht, weil eigentlich Monokulturen im großen Maßstab immer mit Dünger und Pestiziden behandelt werden. Und warum sollte das gerade bei Bambus anders sein? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber ich habe eben auch noch keine klare Ökobilanz dazu, um euch das wirklich validiert zu sagen. Das ist jetzt erstmal nur eine Meinung oder eine Einschätzung von mir. Was ganz einfach ist, was richtig schlimm ist, niemals nehmen, das ist Aluminium. Die Aluminiumschale kennt ihr alle, ne? Wird gerne bei China-Imbissen oder auch bei Essen auf Rädern für die Seniorenverpflegung wird es auch gerne genommen in so einer Aluschale. Das ist die schlechteste Variante. Die ist viel schlechter als Kunststoff. Wesentlich schlechter, also mindestens 4-mal schlechter, würde ich sagen, wenn nicht sogar noch mehr. Ganz einfach, weil es halt in der Herstellung extrem energieintensiv ist und der Abbau des Erzes zusätzlich nochmal mit Umweltschäden verbunden ist und die Aufbereitung des Erzes auch nochmal mit massiven Umweltschäden. Da werden also noch mehr Schadstoffe freigesetzt. Und um das Erz erstmal aufzubereiten, wird es meistens mit Schweröl sehr heiß gemacht. Schweröl kennt ihr aus dem Schiffsverkehr, setzt Unmengen an Schwefeldioxid frei, regnet dann in den Gebieten darunter, macht schön sauren Regen, ist also sehr uncool. Das ist wirklich ein Material, was man unbedingt vermeiden sollte. Aluminium selbst als Metall ist toll für den Leichtbau, ne? Das kann man in Mobilität gut verwenden, ne? Überall, wo was Leichtes gefragt ist. Aber als Einmalprodukt ist es wirklich eine maßlose Verschwendung. Ähm, Wem die Umwelt egal ist, den kann man immer noch sagen, übrigens, da geht dann auch Alu in dein Essen über, es steht ja im Verdacht, möglicherweise Krebs zu erzeugen. Das ist immer noch nicht so ganz sicher raus. Ich glaube auch, dass man schon von diesem Verdacht langsam wieder abrückt, aber immer noch nicht klar. Aber zumindest, wenn ihr jemanden habt, der sagt, ist mir egal, was mit der Umwelt passiert, dann sagt ihr, aber wenn du die Aluschale nimmst, dann kriegst du Krebs. Ne? Dann könnt ihr das einfach als Argument benutzen, auch wenn es nicht so 100% stimmt. Aber es ist auch nicht ganz falsch. Ne? Müsst ihr nur wissen. Also die Aluschale ist wirklich übel. Ne? Und könnte vielleicht auch dem Imbissbesitzer damit überzeugen, wenn er sagt, dass die Kunden alle Krebs davon bekommen und ihn verklagen. Könnte man mal ausprobieren. Ähm, ja, dann haben wir noch Trinkhalme. Da ist ganz klar Mehrweg. Ne? Mehrweg-Trinkhalme sind besser, weil die anderen Einwegalternativen, ne? Also Pappe habe ich ja schon gesagt, ist ne, ressourcenmäßig auch nicht cooler. Dann gibt es noch Apfeltrester und Macaroni und auch die entstehen natürlich nicht aus dem Nichts. Da wird irgendwo ein Feld angelegt, wo irgendwas wächst. Da wird Dünger und Pestizid drauf getan. Ne? Also ökologisch auch nicht unbedingt besser. Bei den Papierhalmen kam sogar raus, dass die mit Schadstoffen belastet sind, einfach von der Druckfarbe da drauf. Ne? Die sollen ja auch nett aussehen, tun sie dann auch, ist aber giftig. Haben die chemischen Veterinäruntersuchungsämter auch schon rausgefunden, die für die Lebensmittelüberwachung zuständig sind. Wird also vorgewarnt. Mehrweg ist da gut, ne? Egal ob man jetzt Glas, Edelstahl oder auch Kunststoff Mehrweg nimmt. Es spricht ja nichts gegen Kunststoff an sich, es spricht gegen Einwegkunststoff was. Ne? Wenn ihr einen Plastikstrohhalm wollt, dann go for it. Ne? Dann kann man hinterher spülen und mit so einer kleinen Bürste sauber machen. Wird halt wahrscheinlich nur nicht in der Gastronomie benutzt werden, weil das einfach unrealistisch ist, dass die, also mit ihren Gastrospülmaschinen kriegen sie die nicht sauber gespült, die Mehrweghalme. Da müsste eigentlich immer jemand mit so einer Bürste sitzen. Und das kriegst du nicht finanziert. Deswegen nehmen wir an, dass in der Gastronomie wahrscheinlich auf Einweg Strohhalm-Alternativen umgestellt wird. Oder hoffentlich besser ganz weglassen. Das ist natürlich die optimale Lösung. Also ich würde diesen Cocktail hier oben auch ohne Strohhalm sehr gerne genießen. Bei den Wattestäbchen ist es ja jetzt schon so, habt ihr bestimmt gesehen, es gibt ja auch welche mit so einem Pappmittelteil, die werden erlaubt bleiben. Ökologisch, ne? Auch nicht besser, aber immerhin löst sich im Wasser besser auf. Wenn man es ins Klo wirft, was man ohnehin nicht tun sollte, gibt es jetzt auch mit Bambusmittelteil. Das ist eine Möglichkeit, um bei Einweg zu bleiben. Besser sind aber ja nicht die Mehrwegalternativen. Ne? Also man kann das Ohr mit einer Spritze prima reinigen.
Es gibt Edelstahlwerkzeuge für die Ohrenreinigung, wie sie Ohrenärzte auch teilweise benutzen, kann man sich auch besorgen. Da kann ich euch jetzt aber nicht empfehlen, welches Modell da am besten ist. Zum Auftragen von Kosmetik gibt es auch andere Hilfsmittel wie Pinsel oder so. Da muss man also nicht mit dem Einweg-Wattestäbchen arbeiten. Ja, und die Frage, die auch immer wieder gerne gestellt wird, was ist denn mit den medizinischen Stäbchen für die Corona-Tests? Ja, die bleiben natürlich erlaubt, weil es eben kein Alltagsverbraucherprodukt ist. Gleiches gilt übrigens auch für die Strohhalme, die im Pflegebereich benutzt werden. Ne? Wenn du Schluckprobleme hast, nicht mehr den Mund so weit aufkriegst und um richtig zu trinken, dann gibt es für die Menschen natürlich auch weiter Strohhalme. Also daran wird es nicht scheitern. Luftballonstäbe, ja, ist ein bisschen exotisch, die werden auch verbunden. Natürlich wäre es am besten, wenn man so ein verrottbares Band hat, aber dafür müsste der Luftballon dann mit Helium aufgepustet sein, was die Ökobilanz auch wieder verschlechtert. Ist die Frage, braucht man Luftballons, um glücklich zu sein? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber der Eisenstab, den es ja auch gibt als Luftballonhalter, der ist auf jeden Fall ökologisch wesentlich schlechter als der Plastikstab, einfach weil du viel mehr Energie brauchst, um den Eisenstab herzustellen. Ne? Ja, welche Materialien finden wir richtig gut? Das sind Glas und Edelstahl. Ne? Die geben keine Chemikalien ab, die sind geruchsneutral. Ähm, ja, die brauchen natürlich erstmal eine Herstellung mehr Ressourcen, das ist ganz klar. Aber dann halten die auch richtig lange. Ne? Bei Glas machst du dir eine Bruchschutzmanschette drum und dann ist das ziemlich cool. Kunststoffe finden wir gar nicht so schlecht, zumindest in Mehrweg, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Also es geht uns nicht darum, Kunststoff-Bashing zu betreiben, sondern immer zu sagen, wir verbrauchen zu viel Einwegprodukte generell, egal woraus die sind. Und man kann durchaus auch Mehrwegprodukte aus Kunststoff nutzen, weil die sind einfach schön leicht, die sind bruchfest. Ne? Sollte man nur gucken, welche Kunststoffe. Und wir empfehlen halt hier die unteren, Polypropylen, Polyethylen, PET, die brauchen alle keine Weichmacher. Die sind auch schon lange etabliert im Lebensmittelbereich. Also das, was da manchmal irgendwie noch erzählt wurde, diese drei, die geben keine hormonell wirksamen Stoffe ins Wasser ab oder so, die könnt ihr bedenkenlos nutzen in Mehrweg. Ne? Das ist die Sache. Die oberen, da würden wir aus verschiedenen Gründen von abraten. Kann ich euch 3 Stunden was von erzählen, machen wir jetzt nicht. Aber die unten, die kann man sich merken, das sind aber auch die am meisten benutzt werden. Ja, Fazit, nur Mehrweg ist richtig gut. Was sind die Voraussetzungen, damit Mehrweg wirklich gut funktioniert? Also erstmal ist auch innerhalb von Corona ist es hygienisch möglich, das zu benutzen. Ne? Das hört man ja häufig dann, wenn man jetzt mit seinem mitgebrachten Becher den Kaffee abfüllen muss. Das geht nicht, es ist ja Corona, das hat die Geschäftsleitung verboten. Da muss man sagen, sie sind dumm, es tut uns leid, sie sind leider nicht richtig informiert. Das ist sehr wohl möglich. Es gibt vom Lebensmittelverband ein Merkblatt, der besagt, das ist überhaupt kein Problem, auch in Corona-Zeiten selbst mitgebrachte Gefäße sicher zu befüllen, ohne sich irgendwie anzustecken oder so. Kann man darauf verweisen oder man sagt, tschüss, ich gehe halt zum anderen Imbiss, der das dann macht. Spielt übrigens auch keine Rolle, ob ihr jetzt eure eigenen Gefäße mitbringt oder ob es da ein Mehrwegsystem vom Händler gibt. Beides ökologisch wesentlich besser als die ganzen Einwegvarianten. Was ist da wichtig? Klar, wichtig ist, dass ich das möglichst oft benutze. Ne? Wenn ich den Porzellanteller einmal benutze und dann wegschmeiße, dann ist er natürlich nicht ökologisch. Ne? Aber das ist ja auch dafür ist der gar nicht gemacht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man es im Hintergrund weiß. Einfach also wichtig, dass die Mehrwegprodukte möglichst viele Umläufe haben. Ähm, die Betreiber von Mehrwegsystemen, also so Leihsysteme, die es ja jetzt schon gibt, ne? Man kann sich ja schon so Bowls leihen bei einigen Imbissen und die dann halt bei einem anderen Anbieter wieder zurückgeben und kriegt dann einen Pfand erstattet oder kriegt quasi eine Gutschrift, dass man zurückgegeben hat und muss dann nicht irgendwie ein Strafgeld zahlen. Die sagen so, ja, so zwischen 15 und 50 Umläufe brauchen wir, dann kippt die Ökobilanz ins Positive, weil die Herstellung so einer Schale ist natürlich, weil sie dicker ist, aufwendiger. Sie muss gespült und ein bisschen transportiert werden. Das schlägt alles in die Ökobilanz. Deswegen braucht man halt dann diese 15 bis 50 Umläufe. Das kriegen die aber auch locker hin. Also die Mehrwegsystemanbieter, die jetzt schon am Markt sind, die sagen, die schaffen locker 200 Umläufe. Also schon ziemlich gut. Was wichtig ist, ist effizient zu spülen, also in der großen Spülstraße. Und die Logistik, ne, wenn ich die von Berlin nach München transportiere zum Spülen und dann wieder zurück nach Berlin, dann ist die Ökobilanz natürlich auch schlecht. Deswegen ist es halt wichtig, dass die überregionalen Systemanbieter halt
ja, an mehreren zentralen Orten eine gute Spülstraße stehen haben, dass die nicht so weit transportiert werden. Das findet aber eigentlich auch statt. Und deswegen kann man schon sagen, also die Mehrwegsysteme, egal ob jetzt euer eigenes Zuhause, der mitgebrachte Teller, den ihr im Gastrobetrieb befüllen lasst, oder da einfach ein Pfandsystem, beides super für die Umwelt, die kann man nutzen. Und wie gesagt, diese Umlauffrage ist eigentlich, muss man nur im Hinterkopf haben, aber man erreicht das locker. Ne? Wenn ihr mal überlegt, wie lange ihr euer eigenes Geschirr habt, das habt ihr ja auch hoffentlich schon eine ganze Weile, da hat man diese 50 Umläufe ja auch relativ fix geschafft. Das ist also nach wie vor das Beste, was man nutzen kann, um Abfall und eben damit auch Umweltemissionen zu vermeiden. Ja, damit bin ich erstmal durch. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, wir haben unter verbraucherzentrale.nrw/Plastikverbot, ich schreibe das gleich auch nochmal in den Chat, die Produkte, die ich gerade aufgezeigt habe, nochmal als Fotostrecke mit einer Smiley-Bewertung. Und hier war ich zu faul, meinen Namen einzutragen. Das schreibe ich euch auch gleich nochmal in den Chat. Wenn ihr mir nochmal Fragen im Nachhinein stellen wollt, erreicht ihr mich über die E-Mail. Ich habe allerdings die nächsten 2 Wochen Urlaub, müsste noch ein bisschen warten, bis ich antworte. Ja, damit bin ich durch. Und wenn es noch Fragen gibt, können wir dann gerne jetzt darüber sprechen. Ja, vielen lieben Dank, Philipp, für diesen super interessanten Einblick, für diese super interessanten Infos. Alles mal zusammengesammelt. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne stellen. Ich sehe hier im Chat schon eine Frage, wie lange Genau. dauert die Übergangsfrist, beziehungsweise wann gibt es keine Ausreden mehr? Der Gesetzgeber hat die Übergangsfrist nicht festgelegt. Keine Ahnung. Ich würde dann sagen, so nach üblichen Gesetzgebungsverfahren dauert die Übergangsfrist 1 Jahr. Dann wird wahrscheinlich auf jeden Fall scharf vollzogen. Aber ich weiß es nicht. Es ist nicht definiert worden. Aber eigentlich ist 1 Jahr die Regel bei solchen Sachen. Dann die Sarah hat auch noch Frage zu. Ich hätte eine Frage, die geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Du hattest ja geschrieben, das sind da auch schon Strafen vorgesehen. Für mich stellt sich die Frage, braucht man so eine neue Kontrollinstanz, also die dann auch kontrolliert, dass diese ganzen Verpackungen irgendwann, also gefühlt werden die dann natürlich in Deutschland nicht mehr verkauft, aber gerade so bei Asiaten und so habe ich gedacht, naja, vielleicht haben die dann noch irgendwelche Direktimportwege. Und die andere Frage, bei deinen Alternativen zum Plastikstrohhalm kam kein Stroh vor. Und ich habe da jetzt mal so ein bisschen auch was geguckt. Also früher war der Strohhalm ja aus Stroh. Ich habe jetzt irgendwie gelernt, die heutigen Weizensorten sind zu kurz gezüchtet und der Abstand passt nicht mehr. Aber gibt es da also da gibt es trotzdem noch Anbieter aus Roggen und Stroh, es einfach wieder zu machen. Hast du da eine Einschätzung? Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil dieses Stroh wird ja nicht dafür gezüchtet, nur Strohhalme daraus zu machen, sondern das ist halt ein Nebenprodukt der Getreideproduktion. Also insofern gutes Abfallmaterial kann man ruhig nehmen, ist auf jeden Fall erheblich besser als Papier. Ne, es ist ein einheimisches Produkt zusätzlich auch noch. Also das, denke ich, kann eine sehr gute Alternative sein, wenn man bei Einweg unbedingt bleiben möchte. Doch, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und zu deiner Frage, brauchst du noch eine Instanz, die es überwacht? Diese Instanz gibt es eigentlich schon. Das sind die Ordnungsämter. Das Problem ist aber, dass die öffentlichen Ordnungsämter richtig viel Geld mit Falschparkern verdienen. Und das machen die. Und im Moment gucken die natürlich auch ganz viel Corona-Kontrolle. Ne? Also wenn du am Marktplatz deine Maske absetzt, dann kommt der Mann oder die Frau vom Ordnungsamt oder beide und belästigen dich. Und dann kassieren die dich ab. Ne? Die gehen nicht in den China-Imbiss. Und das ist halt das Hauptproblem. Also das, was ökologisch wichtig wäre, tun die Leute vom Ordnungsamt eben nicht. Und das sorgt ja jetzt schon dafür, du hast gerade diese dubiosen Quellen angesprochen, wo man noch irgendwas herkommt. Es gibt ja zum Beispiel genügend Imbisse, die Dosen ohne Pfand verkaufen. Das ist in Deutschland einfach verboten, wird aber nicht überwacht. Und ja, also man kann hoffen, dass die Ordnungsämter das nächstes Jahr mal tun, wenn Corona vorbei ist und sie dann da mal gucken. Aber keine Garantie. Das Einzige, was du halt machen kannst, wenn dein Lieblings-China-Imbiss immer noch Styroporteller hat, redest du erstmal mit dem und sagst, ey, ne, du weißt ja. Und wenn er sagt, ist mir egal, dann kannst du immer noch das Ordnungsamt einschalten. Und wenn die nicht reagieren, dann kann man aber immer noch die untere Abfallbehörde, so heißt das, ansprechen und da einfach eine Anzeige stellen, sagen dann und dann war ich da unter einkaufen, habe das bekommen, ist verboten, machen Sie was. Die antworten dir auf jeden Fall. Das funktioniert auch. Aber irgendwie so die Garantie, dass dann
alle sagen, oh, das Gesetz, ja, ich höre darauf und das wird auch krass überwacht. Glaube ich nicht. Leider. Also wäre schön, aber wäre gut. Okay, vielen Dank. Ich Bitte. wäre nicht aufs Ordnungsamt gekommen. Für mich sind die wirklich nur eben parkende Autos. Ja. Ja, Dankeschön für die Fragen. Ich habe noch eine hier im Chat entdeckt, oder? Dominik, das ist auch an Philipp gerichtet, oder? Ja, genau. Welches Genau, aber Material? kann jeder gerne natürlich ab. Ja, habe schon coole Antworten gekriegt. Ja, Was meinst du, Philipp? also ich bin privat der größte Freund von Edelstahl. Also zumindest für Trinkflaschen, weil die halt einfach bruchfest sind und es dann leichter ist, als eine Glasflasche mit Bruchschutz zu tragen. Und klar, Edelstahl gibt theoretisch mehr Stoffe ans Wasser ab als Glas. Aber ich sag mal, die Differenz ist so marginal, dass es eigentlich egal ist. Also auch Edelstahl gibt so gut wie nichts ins Wasser, wenn es eine ordentliche Edelstahlflasche ist. Und hält eben auch ewig lange und die kann mir halt nicht zerbrechen. Aber ja, eigentlich Edelstahl und Glas sind die Top-Materialien. Okay, cool. Danke. Ja, danke für die Einschätzung und Antwort noch. Und dann geht es weiter mit unseren nächsten Referenten. Ich weiß nicht, ob wir es zusammen macht. Dominik und Nadine von ETIPTAP. Ihr habt ja das Wort. Dankeschön. Nadine, magst du mal dann deinen Bildschirm gleich mal teilen? Ich kann ja dabei zu uns schon mal was sagen. Wir sind ETIPTAP, auf Deutsch ein Tipp Leitungswasser. Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Berlin. Und unseren Tipp zum verpackungsfreien Leben habe ich gerade schon gesagt, Leitungswasser. Und wir sagen, das kann man auch verzichtfrei eben machen, um Verpackungen zu vermeiden. Anders als jetzt zum Beispiel, wie wir gerade gehört haben, bei Luftballonstäbchen. Da hat man natürlich einen großen Verzicht, wenn man die nämlich nicht mehr hernimmt. Anders beim Leitungswasser. Genau, wir sind heute zu zweit da. Das bin einmal ich, der Dominik. Nein, machen wir es andersrum. Erst die Nadine natürlich. Die Nadine ist mit dabei, unsere lokale Aktionskraft in Karlsruhe, also wirklich vor Ort bei euch, muss man sagen, die Expertin. Und ich bin der Dominik, sitze in unserem Wasserquartier im Labertal, das ist zwischen Landshut und Regensburg, sprich in Niederbayern. Und ich bin auch bei uns Regionalkoordinator für den Süden, koordiniere also unsere südlichen Quartiere, die man jetzt auf der Karte schon sieht. Das sind nämlich die Quartiere in unserem momentan größten Projekt der Wasserwende, das von Mitte 2019 bis April 2022 läuft. Ist entstanden aus einem Wasserkiez in Berlin, in dem quasi in einer Nachbarschaft sich für Trinkbrunnen eingesetzt worden ist, für Informationen zu Leitungswasser, ist dann sehr gut angekommen und wird seitdem in der Wasserwende jetzt vom Bundesumweltministerium, also auch vom Bundesumweltministerium, muss man sagen, gefördert für unsere mittlerweile 14 Wasserquartiere bundesweit. Genau, und Karlsruhe ist eines davon und deswegen sind wir auch heute mit dabei und freuen uns da sehr drüber. Magst du mal auf die nächste Folie gleich weiterschalten? Genau. Und in unserem Projekt setzen wir uns eben für ein Bewusstsein fürs Leitungswasser ein und sagen, Trinkwasser ist Klimaschutz. Sprich, wenn alle Leute auf Leitungswasser umsteigen, kann man im Prinzip von heute auf morgen sehr, sehr viel CO2 einsparen und damit was für den Klimaschutz tun. Das machen wir mit verschiedenen Sachen. Zum einen machen wir Bildungsaktionen in Schulen und Kitas, zumindest jetzt wieder anlaufend. Durch Corona natürlich war das schwierig. Wir beraten Unternehmen oder Organisationen allgemein, zum Beispiel zum Umstieg auf Leitungswasser oder auch Kommunen beim Errichten von Trinkbrunnen, alles Mögliche mit dabei, auch und größtenteils mit einem großen Online-Seminarangebot, kann ich nachher mal vorbeischicken, vielleicht ist für euch auch was mit dabei. Dann setzen wir uns auch dafür ein, dass Trinkorte entstehen, zum Beispiel mit der Aktion Refill, aber die kommt nachher bei uns auch noch vor. Und viertens machen wir auch noch Aufklärungs-, Informationsarbeit, was wir quasi heute machen.
Zum einen an so Infoständen, wie man da auf dem Bild sieht, oder eben online wie heute. Und damit würde ich dann auch gleich an die Nadine übergeben, die heute den Hauptteil vom Vortrag macht. Dankeschön. Genau, danke. Genau, ich heiße Nadine. Dominik hat es ja schon gesagt. Ich bin hier die Aktionskraft in Karlsruhe. Und ich habe gedacht, wir lockern uns erstmal kurz auf und machen gemeinsam ein kleines Quiz. Ich würde nämlich gerne wissen, was ihr denn schon eigentlich über Wasser wisst. Und es ist auch nicht arg schwer, ihr schafft es. Ich glaube an euch. Genau, ihr dürft einfach in den Chat A, B oder C eintippern und der Dominik spiegelt dann immer kurz, was denn rauskam. Und die erste Frage, die ich an euch habe, ist, ob ihr denn wisst, wie hoch der Anteil an Trinkwasser auf der Erde ist, der uns Menschen zur Verfügung steht. A wären 10 bis 20%, B wären 50 bis 70% und C 0,1 bis 0,5%. Ich bin gespannt. Die ersten Antworten sind auch schon da. Vielleicht halten sich auch einige von den Antworten jetzt schon an die Mehrheit. Und zwar kommen nämlich C größtenteils. Wir haben aber auch eins mit A und B. Genau. Okay. Was sagst du dazu? So, ich sage dazu, die Leute mit C hatten recht. Und zwar ist es nämlich wirklich nur ein ganz kleiner Teil, der uns zur Verfügung steht. Es sind nämlich 3% Süßwasser, die wir haben, und davon stehen uns auch nur 0,3% zur Verfügung, da nämlich der Rest in Eis eingeschlossen ist. Also die mit C hatten recht, nur sehr wenig. Also sehr viele hatten recht, aber es steht uns nur sehr wenig Trinkwasser oder Süßwasser zur Verfügung. So, die nächste Frage ist genauso. Wie viel Wasser benötigt durchschnittlich ein Mensch pro Tag in Deutschland? Was schätzt ihr? A, 80 Liter, B, 120 Liter oder C, 200 Liter? Das ist jetzt alles nicht ganz so weit auseinander. Ich bin gespannt. Momentan so zwischen B und C, so das Rennen, ja. Okay. A ist es nicht, das haben wir schon erkannt anscheinend. Ja. Okay. Was ist es? So, es ist nämlich, ich glaube, es war auch B, genau. Nicht C, B. In Deutschland verbraucht jeder Mensch durchschnittlich 120 Liter Trinkwasser pro Tag. Und vielleicht für den einen oder anderen auch überraschend, der meiste Anteil wird nämlich für Körperpflege verwendet. Und wenn wir ja jetzt eigentlich so an Trinkwasser denken, dann denken wir natürlich an Trinken. Essen und Trinken ist der Prozentsatz mit 4% jetzt eher sehr niedrig. Genau. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch. Was denkt denn ihr, woher kommt denn das Karlsruher Leitungswasser? Wäre das A aus einer Talsperre, B aus Grundwasser oder C aus dem Rhein? Und ist es die schwierigste Frage, Dominik? Kann sein, je nachdem. Ne, wobei ich die mit Süßwasser natürlich auch nicht einfach ist. Okay, wir haben jetzt schon ein paar Bs. Ich glaube, ein C war dabei. Oder war das von der vorigen Frage noch? Ist das die Frage? Okay, wir haben aber jetzt schon 3 mal B. Stimmt das? Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Grundwasser, ihr habt recht. Und zwar liegt es in einer Tiefe von bis zu etwa 65 Metern hier in Karlsruhe. Das ist immer von Ort zu Ort ein bisschen verschieden. Und hier habe ich euch auch noch den Wasserkreislauf, damit man auch mal sieht, wie das dann überhaupt funktioniert und was das mit diesem Grundwasser bedeutet. Und es ist ja so, dass das Wasser quasi ja erstmal vom Himmel fällt, es kommt aus den Wolken als Regen und dann kann es im Erdreich versickern und landet dann quasi als Grundwasser und wird mit den Brunnen dann hochgepumpt, landet dann in den Wasserwerken
und wird da natürlich dann geprüft. Es gibt viele Parameter, die da überwacht werden und die kontrolliert werden. Und erst dann landet das Trinkwasser bei uns zu Hause im Wasserhahn. Genau. Und der Kreislauf ist ja da nicht zu Ende. Es geht dann weiter in die Kläranlagen und wird dann wieder den Flüssen zugeführt. Da findet eine Verdunstung statt und dann kommt es wieder als Regen runter. Und deswegen ist es ein Wasserkreislauf. 4 Wasserwerke haben wir in Karlsruhe. Es sind 63 Tiefbrunnen, die wir auch haben. Und die Wasserwerke, die stehen einmal im Durlacher Wald, im Mörserwald, im Hartwall und im Rheinwald. Und hier seht ihr auch noch ein bisschen die Schutzgebiete, die um diese Brunnen angelegt sind. Genau. 42 Trinkbrunnen haben wir in ganz Karlsruhe verteilt. Hier sehen wir zum Beispiel den Brunnen am Liddellplatz. Und das ist ein besonderer Brunnen, weil er nämlich auch ein wunderschönes Trinkbrunnenschild hat, an dem man dann auch schön sieht, wo denn der nächste Brunnen ist. Und wir hoffen, dass es in Karlsruhe vielleicht bald noch mehr von diesen Schildern dann geben wird. So. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum brauchen wir denn überhaupt eine Wasserwende? Und was hat es mit dieser Wasserwende überhaupt auf sich? Und zwar ist es so, dass sich der Flaschenverbrauch in Deutschland verändert hat. Jetzt habe ich noch eine Schätzfrage für euch. Hat jemand eine Idee, wie hoch der Flaschenwasserverbrauch 2018 in Deutschland war? Dominik, vielleicht kannst du wieder spiegeln, ob jemand im Chat was schreibt. Ich warte schon drauf. Diesmal ist es natürlich schwieriger, weil es eine offene Frage ist. Genau, ihr dürft aber einfach drauf losraten, genau. Und? Genau. Schätzt jemand? Kommen schon mal 2 Antworten, sind schon mal da. Ich sage mal ein paar mit. Also wir haben jetzt 180 Liter, wir haben 200 Liter. Was sagt der Rest? Eher mehr, eher weniger? Ich würde es mal verraten. Zum Schüchtern 250 haben wir jetzt noch. Okay. Genau. Ja, also wir haben jetzt als Antworten 180, 200, 250 und 150 haben wir jetzt noch, ist noch dazugekommen. Okay, ich glaube, irgendjemand war nah dran. Und wie ihr seht, war das mit 180 ziemlich nah dran. Der Verbrauch von Flaschenwasser hat sich in Deutschland in den letzten 50 Jahren um das 15-fache erhöht, was natürlich keine gute Zahl ist. Und da möchten wir einfach einen Wandel, eine Veränderung herbeiführen. Und dazu brauchen wir euch. Und wir wollen euch noch zeigen, wie wir denn diesen Wandel vollführen können. So, es gibt nämlich 5 Gründe für Leitungswasser. Und einer dieser Gründe ist nämlich, dass wir mit unserem schönen Leitungswasser ziemlich viel CO2 sparen. Und wir haben das hier ein bisschen aufgelistet und hier sieht man nämlich auch ganz gut, warum wir mit Trinkwasser CO2 sparen, weil wir einfach auch viel kürzere Wege haben, bis das Trinkwasser bei uns zu Hause ankommt. Hier seht ihr auch den Unterschied, 0,35 Gramm CO2 bei Trinkwasser und 202 bei Mineralwasser. Also das ist schon deutlich höher. Und wir haben dazu auch eine kleine Beispielrechnung noch angestellt. Und ich finde es immer total schwierig, solche Zahlen auch zu fassen. Wir haben jetzt hier eine Familie genommen, 3 Personen, ein Kind, etwa 1,5 Liter trinken die pro Tag. Dann kamen wir darauf, dass man dann mit Leitungswasser, mit Trinkwasser 332 Kilogramm CO2 sparen könnte im Jahr. Was das jetzt für mich bedeutet, haben wir uns nämlich auch überlegt. Und zwar könnte ich für diesen CO2-Verbrauch ein ganzes Jahr lang mit meiner Familie eine Spätzlepfanne jeden Abend essen.
Und so viel CO2 kann ich damit dann einsparen und könnte ohne schlechtes Gewissen meine Schwitzwasser essen. Leitungswasser vermeidet Plastikmüll. Das ist ja auch so ein bisschen der Schwerpunkt jetzt von unserem Vortrag heute. Wir möchten gerne Plastikmüll vermeiden und mit unserem Trinkwasser können wir halt super Plastikmüll vermeiden. Wir haben 9 Milliarden Einwegflaschen in Deutschland pro Jahr, was eine Riesensumme ist. Und etwa 70% des Flaschenwassers wird aus Einwegplastikflaschen getrunken. Und nur 30% davon werden recycelt. Jetzt könntet ihr ja sagen, ja gut, aber wir haben ja auch Mehrwegplastikflaschen und wir haben die Glasflaschen. Das sind ja dann doch eigentlich ganz gute Alternativen. Das ist aber nicht ganz der Fall, weil bei Glas haben wir zum Beispiel so, dass wir 50 Mal neu befüllen können, so eine Glasflasche. Und eine Plastikflasche maximal 25 Mal wiederverwendet werden kann. Und das Problem ist aber, wir haben hier ja nicht nur die Flasche an sich, sondern wir haben ja auch Transportwege und Glas ist auch unheimlich schwer, deswegen haben wir auch hier einen größeren CO2-Ausstoß und es kommt auch immer die Reinigung ja von den Flaschen noch dazu. Also das dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. Mit Leitungswasser können wir auch Geld sparen. Also wir sparen CO2 und wir sparen auch noch Geld. Hier haben wir auch wieder unsere Familie, die ihr Wasser trinkt. So, bleib hier. Und das Tolle ist, wir können halt über 1.000 Euro pro Jahr sparen, wenn wir unser Trinkwasser trinken. Und als vierten Punkt, wir haben ja hier in Karlsruhe oder in ganz Deutschland, aber besonders hier in Karlsruhe, Top-Qualität unser Leitungswasser. Und das wird ja auch regelmäßig geprüft und auch die Wasserversorger, hier die Stadtwerke, geben immer auch einen Bericht, wie die Werte aktuell sind. Die kann man sich auf der Webseite einsehen. Und wenn man irgendwie Bedenken hat, dass bei einem im Haus irgendwas, die Leitungen sind vielleicht alt, vielleicht hat es Auswirkungen irgendwie auf mein Leitungswasser, kann man auch immer einen Wassertest noch machen. Und falls jetzt bei einem von euch ein Wassertest gewünscht ist, dann darf er sich gerne an uns wenden. Dann können wir mal schauen, dass wir das hinbekommen. Genau. So, und es gibt natürlich noch einen 5. Punkt. Ihr könnt es euch vielleicht denken, was jetzt noch fehlt, warum denn unser Leitungswasser so praktisch ist. Wir haben da nämlich den Vorteil, dass wir nicht schleppen müssen. So, genau. Leitungswasser ist einfach super bequem. Es kommt einfach aus meiner Leitung raus und mehr muss ich da ja gar nicht machen. Und deswegen finden wir es einfach super, Leitungswasser zu trinken, weil man kann sich schön zurücklehnen und being cheap and lazy. Genau, einfach ein bisschen Geld sparen und CO2 sparen und Leitungswasser trinken. Und was kannst du jetzt konkret für die Wasserwende tun? Also wenn du uns zum Beispiel unterstützen möchtest, trink Leitungswasser. Also das wäre Punkt 1, heute noch schön Leitungswasser trinken. Dann sprich mit ganz vielen Leuten einfach darüber. Erzähl ihnen, wie toll unser Leitungswasser ist. Auch Kinder hören da gerne zu und sprechen auch wieder mit anderen Kindern über Leitungswasser. Also unterhaltet euch einfach drüber. Und wie Dominik schon gezeigt hat, gibt es die Refill-Stationen. Hier auch in Karlsruhe haben wir schon einige, die da mitmachen. Da kann man gerne mit seiner Flasche, wie auch immer, aus Alu oder Glas vorbeigehen und kann sich die Flasche wieder auffüllen lassen. Ihr erkennt es immer an diesen schicken blauen Stickern.
Und natürlich könnt ihr bei uns auch Mitglied werden oder ehrenamtlich tätig werden. Da dürft ihr euch dann gerne auch bei uns melden, wenn es da Interesse gibt. Und was ich jetzt am Schluss nicht vergessen darf, wir sind auch ein bisschen auf Spenden angewiesen. Also wir freuen uns über jede Spende, die kommt. Und wir haben jetzt noch eine Spendenaktion bis Ende September. Also falls ihr mit Leuten darüber redet und die gerne was Gutes tun möchten, dürfen sie uns gerne spenden. Genau. Und ich bin jetzt auch am Ende und wir haben es doch noch geschafft hier mit der Technik. Ich danke euch total, dass ihr durchgehalten habt und mit mir hier gefühlt haben wir gemeinsam die Taste hier behämmert und weitergeklickt. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, dürft ihr die gerne jetzt stellen oder ansonsten habt ihr hier auch noch meine Kontaktdaten und ihr dürft euch gerne an mich wenden. Genau. Super. Eva, Vielen lieben Dank, Nadine und auch Dominik. Super spannend von euch zu hören. Da haben wir noch eine Frage im Chat. Oh ja, sehr Sarah, spannend. dich habe ich auch noch auf dem Schirm. Und zwar ist die Frage, wie sinnvoll sind denn Wasseraufbereitungsanlagen mit und ohne Salz? Okay, Dominik, ich würde da gerne an dich weitergeben. Sehr gerne, ja. Also ich lege jetzt mal Wasseraufbereitungsanlagen jetzt erstmal als Enthärtungsanlagen auf, weil da ja quasi mit, ich sehe ja schon nicken, ja genau, weil er da mit Salz sozusagen auch hantiert wird. Fürs Trinken braucht man es nicht nur nicht, sondern sollte man auch nicht haben, weil entkalken, enthärten heißt natürlich auch Mineralien rausnehmen. Weil Kalk ja also Magnesium und Calcium größtenteils ist. Und das brauchen wir selber natürlich schon. Also für Entkalkungsanlage ist natürlich praktisch für die Waschmaschine oder Wasserkocher dann angenehmer, aber für einen selber nicht empfehlenswert. Also Empfehlungen für Neubauten von unserer Seite wäre jetzt, dass man sagt, man zweigt sozusagen den Wasserhahn, aus dem man trinkt, vor der Entkalkungsanlage ab. Ist natürlich jetzt meistens nicht möglich. Man kann es natürlich trinken. Also es wird halt anders schmecken, weil es natürlich anderen Mineralstoffgehalt hat, aber braucht man nicht. Also genau. Und auch nicht, manche sind als Aufbereitungsanlage dann auch natürlich sowas wie dann Filteranlagen, die braucht man natürlich auch nicht. Also Filter machen, wenn dann nur in sensible Bereiche wie jetzt Altenpflege oder Krankenhäuser da dann sind, aber im privaten Haushalt dann auch überhaupt nicht. Manche sehen als Aufbereitung natürlich auch eine Energetisierung vom Wasser. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Das muss jeder selber wissen, wie man dazu steht. Also wir sagen da, solange man Leitungswasser trinkt, ist in Ordnung, dann kann man auch Edelsteine reinlegen. Danke für die Antwort. Die Sarah, du kannst gerne deine Frage stellen. Eine Frage und eine Anmerkung. Also ich mache ja Refill, ich betreue die Refill-Station in Karlsruhe. Ich mache da nicht so viel. Ich freue mich aber immer, wenn neue Anfragen kommen und nur, dass ihr sozusagen das Gesicht gesehen habt und Tante M hat sich ja auch gemeldet und genau. Und als Frage an TipTap wollte ich noch so fragen, von diesen 5 guten Gründen, ich glaube, ihr hattet auch mal 7, habt ihr so ein Gefühl, welcher Grund bei den Leuten am meisten zieht oder ankommt? Also ich meine, diese Geldeinsparung, die ist ja auch also ziemlich groß, finde ich. Aber habt ihr da so eine, ja, was sind so eure Erfahrungen, was die Leute am meisten überzeugt? Also CO2 ist halt gerade ein sehr großes Thema auch. Das spricht viele Leute an. Und ich war jetzt zum Beispiel auf dem Oststadt-Flohmarkt und bin da mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Und für viele Leute ist es auch das Bequeme, dass ich es nicht in den 4. Stock jetzt in Kasten Flaschen hochtragen muss. Das war für viele so ein Argument, ja, ich will das hier nicht schleppen, ich habe kein Auto hier in der Stadt, ich will das nicht aus dem Laden rausschleppen und dann zu mir in die Dachgeschosswohnung. Also das ist für viele ein Argument. Und da gibt es ja auch gerade eine ganz lustige Werbung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich glaube für irgendeinen Sprudler halt und dann so, ja, mein Papa kann 2 Kästen auf einmal und dann der andere Papa schleppt auch und dann der andere, warum schleppen eure Papas die ganze Zeit Wasserkisten? Und dann geht es halt darum, dass man das ja zu Hause alles machen kann. Genau. Das ist
greift sehr sozusagen auch euer Argument auf und fanden meine Kinder sehr lustig. Ja, sehr gute Werbung, genau. Ja, und für Studenten haben wir ja auch hier viele in der Stadt, für die ist das Geldargument natürlich auch ein Faktor. Genau. Das Aber ist ja ich das Schöne finde, Entschuldigung, du. genau, es sind ja so die 5 wesentlichsten Gründe und denen begegnet man schon öfters. Also jeder hat da so sein eigenes, was er priorisiert. Genau, Dominik. Genau, er wollte ja sagen, das ist ja das Schöne, für jeden ist ein Grund dabei. Genau. Super, vielen Dank euch für die Antworten. Sehr gerne. Ist noch eine Frage offen? Noch ganz kurz einen Moment. Dann frage ich in der Zwischenzeit noch was, persönliche Geschichte. Wir machen jetzt ja im Sommer eine Kampagne zum sogenannten Infused Water, also aromatisiertes Wasser. Nadine, hast du da ein Lieblingsrezept? Ja, genau. Genau, wir haben das Thema so ein bisschen im Zusammenhang mit der Buga in Erfurt. Ich habe mir jetzt noch nicht so ganz viel Gedanken gemacht, aber ja, ich trinke gern Schwarztee mit einem Zweig Pfefferminze drin. Also kalten Schwarztee, also abends ansetzen und am nächsten Tag dann kalt mit einem Zweig Minze drin. Kann ich sehr empfehlen. Genau. Ja, super, danke. Und ansonsten halt einfach pur. Ja, cool. Empfehlenswert muss ich sagen, auch Apfel und eine Zimtstange drin, schmeckt wie Apfelstrudel. Also ist echt eine coole Sache. Ja, okay, vielen Dank euch. Dann ja, gehen wir weiter noch zu unserem letzten Gast heute, die Stefanie von Tante M. Und wir sind ganz gespannt, von dir zu hören, was du uns zu erzählen hast. Ich mache dich auch mal kurz zum Co-Host noch. Vielen Dank, obwohl ich keine Präsentation vorbereitet habe. Genau, danke, ich bin jetzt Co-Host. Wie gesagt, ich habe keine Präsentation vorbereitet. Ich denke, das schaffen wir auch ohne. Ich versuche es ganz plastisch darzustellen, was wir den ganzen Tag bei Tante M so machen und anbieten. Also zunächst, mein Name ist Stefanie und 2019 bin ich ausgestiegen aus dem konventionellen Lebensmitteleinzelhandel und habe mich selbstständig gemacht und habe so einen kleinen Tante Emma Unverpackt-Laden gegründet. Für mich war so eine Wende, ich habe sehr gut verdient und ich konnte um die Welt fliegen und hatte einen Firmenwagen und alles. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, auf der Autobahn mal wieder im Stau stehend, wie asozial tatsächlich das ist, wenn man dann abgekapselt steht und eigentlich nichts anrichten kann. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr pendeln. Ich wollte gerne in Karlsruhe arbeiten und dann hat eins zum anderen geführt, was konnte ich Lebensmittel verkaufen, was wollte ich nicht mehr Ressourcen verschwenden und irgendwie bin ich dann zu so einem Unverpackt-Laden gekommen. Das ging alles auch relativ flott. Ich glaube, so bin ich einfach, manchmal ein bisschen überstürzt und häufig ein bisschen zügig und habe dank eines ganz fantastischen Teams jetzt schon relativ erfolgreich die Corona-Krise überstehen können und wir sind in der Karlsruher Weststadt beheimatet, ja, dort mit einem Unverpackt-Laden. Für die noch nicht unverpackt einkaufen waren, aber es gerne wollen, das ist total easy. Auf unserem Instagram-Account oder auf der Website zeigen wir auch, wie simpel das in 3 Schritten geht. Dazu kann ich aber nachher gerne auf Nachfrage auch noch ein bisschen mehr erzählen. Gerne würde ich mal sagen, was unsere Ziele sind. Ich spreche da von uns als Team, weil ich mich da nicht alleine sehe, sondern wir sind schon insgesamt jetzt 21 und bilden auch bald aus. Das heißt, es sind ganz viele Mitstreiter auf dem Weg für einen plastikfreien Alltag unserer Mitmenschen in unserem Stadtteil. Also unser Ziel ist tatsächlich, dass wir Menschen, oder mein ausgesprochenes und auch das meines Teams, dass wir Menschen unterstützen, ihren Alltag so ressourcenschonend und plastikfrei wie möglich zu gestalten oder umstellen zu können. Und das ist ja auch der Themenabend heute. Wir versuchen das, indem wir
nicht belehrend sind, indem wir den Kunden auch Spaß beim Einkaufen versprechen. Das gelingt uns meistens auch. Wir gucken, dass wir uns ausbreiten mit unseren Infos. Wir vernetzen uns nicht nur in der Karlsruher Weststadt, sondern eben auch mit euch von Klimaschutz gemeinsam wahr. Wir werden Refill-Stationen, wir sind am Klimacamp gewesen, wir sind tatsächlich wir haben ein Clean-up organisiert, wir tanzen auf vielen Hochzeiten, um so fröhlich wie möglich Plastik einzusparen. Das ist unser größtes Ziel. Wir führen Schulklassen durch den Laden. Wir gehen in Kitas, wir unterstützen Schülerhorte, wir geben Prozente und kleine Infoveranstaltungen und alles das tun wir eben, weil wir auch sehen, dass da eine Wende eintreten muss. Und weil wir gedacht haben, das langt nicht nur in der Weststadt, machen wir demnächst in der Oststadt noch einen zweiten Laden auf und so sind wir eben noch ein kleines bisschen vernetzter und haben jetzt schon das Echo gespürt, dass wir dort auch herzlich willkommen sind. Die Leute laufen schon bei uns vorbei und zeigen uns 2 Daumen hoch, weil sie sich freuen, dass sie dann endlich auch unverpackt einkaufen können. Ja, und wenn man uns nach Details fragt, geben wir auch gerne Details preis. Also wie jeder von uns einzeln vielleicht lebt, wer Glas bevorzugt oder Edelstahl, wer vegan ist oder vegetarisch, wer wie in den Urlaub geht oder ja, wir sind vom Team her so divers, da bringt jeder total viele Infos auch für einen Kunden mit. Und was wir auch versprechen ist, dass wir die Lieferanten und die Waren, die wir ins Sortiment aufnehmen, tatsächlich vorher ganz genau mal anschauen. Also wer ist das? Wir haben ausschließlich Bioware im Sortiment, bis auf 3 Sorten Nudeln, die sind dafür sehr regional. Und wir versprechen unserem Kunden auch mit Transparenz, dass, wenn man bei uns einkauft, man sich was Gutes auf den Teller holt. Wenn man von uns einen Tipp bekommt, der Tante M geprüft ist, will ich mal sagen. Genau. Jetzt gilt es wieder, auch in der neuen Filiale, die wir schon ganz bald eröffnen, am Karl-Wilhelm-Platz, vielleicht die Fragen nach, wie geht unverpackt einkaufen, ein bisschen häufiger zu beantworten. In der Weststadt kennen das die Kunden jetzt schon, die stehen dafür sogar auch lange Schlange, speziell samstags. Und in der Oststadt werden wir jetzt wieder ganz häufig sagen, es ist okay, bringt bitte eure eigenen Gefäße von zu Hause mit. Ihr dürft es nämlich befüllen, das haben wir vorhin ja schon gehört, diese Mythen, dass man bei Corona seine mitgebrachten Behälter nicht befüllen darf, gilt nur für Metzger oder Käsetheken, wo man etwas in einen anderen Hygienebereich bringt. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns gibt es in Selbstbedienung, kann man sein eigenes Gefäß befüllen. Also einfach das Gefäß einpacken, den Einkauf schon so ein bisschen vororganisieren, dass man für alles, was man braucht, was dabei hat, dann das Gefäß wiegen, dann abfüllen. Wir helfen da natürlich auch gerne, wobei es alleine auch sehr viel Spaß macht. Und dann wiegen wir an der Kasse das Gesamtpaket und ziehen das Gewicht vom Gefäß einfach ab. Und das ist unverpackt einkaufen. Der Nachteil, wenn es einen solchen gibt, ist, dass es einfach aufwendiger ist. Unverpackt einkaufen erfordert eine Vorbereitung, das erfordert Muskelkraft, man muss ja seine Sachen immer mitschleppen und man hat nicht so einen Supermarkt, nicht so eine Supermarktauswahl. Wir haben über 1000 Artikel auf doch sehr kleinem Raum und trotzdem fehlen natürlich verschiedene Sachen. Wir haben kein frisches Obst und Gemüse, gucken aber, dass unsere Nachbarn das haben. Das heißt, die Standortauswahl haben wir so gewählt, dass der Kunde uns als Ergänzung wahrnimmt und ja, zum Gutenbergplatz zum Beispiel, oder es gibt ja dann auch in der Oststadt Rewe und Edeka relativ nah, die auch Bio-Obst-Gemüse haben und wir sind dann ergänzend fürs Unverpackte da. Und vielleicht noch ganz kurz zu mir persönlich, nachdem ich festgestellt habe, ich brauche auch so eine Wende. Wir trinken auch ausschließlich Leitungswasser aus purer Bequemlichkeit. Haben wir auch das Firmenauto abgegeben, logischerweise. Wir haben auch privat kein Auto mehr. Wir nutzen Stadtmobil und machen dafür auch Werbung. Und eben bin ich ganz klitschnass geschwitzt, weil ich ein bisschen zu schnell Fahrrad gefahren bin hier.
angekommen. Auch das lebt das Team. Also wir sind tatsächlich aufklärerisch unterwegs und dabei aber gut gelaunt und nicht missionarisch. Und das ist unser Ziel. Ja, wir wollen es gut gelaunt und nicht mit erhobenem Zeigefinger schaffen, dass die Leute kleine Schritte gehen, aber dass ganz viele Menschen kleine Schritte gehen. Und ich bin natürlich auch da für Fragen, falls es jetzt zum Thema Unverpackt oder zu Tante M oder zu mir noch Fragen gibt, immer her damit. Ich hätte direkt eine Frage an dich, Stefanie. Und zwar, wie das mit der Ware aussieht, die ihr bekommt. Also irgendwie muss es ja trotzdem auch immer noch verpackt sein, aber wie sieht das bei euch aus? Also woher bekommt ihr die und also wie groß sind denn dann diese Verpackungen, die ihr bekommt oder aus was von dem Material? Ja, ein paar Fotos hätte ich gerne mitgebracht. Ich habe es zeitlich tatsächlich nicht geschafft, aber ich kann es euch erzählen. Wir kriegen den Großteil unserer Ware in 25 Kilo Säcken. Das heißt, bei uns kommen Linsen, Haferflocken, Kichererbsen, Sojabohnen, kommt alles in riesengroßen Säcken, die aus Papier sind. Die sind dann auch nicht beschichtet. Die könnten weiterverwendet werden oder werden dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt oder werden verschenkt und darin wird wieder was gesammelt. Wir haben aber auch ein Pfandsystem mit unseren Lieferanten, wo wir Plastikeimer nutzen, um darin zum Beispiel Flüssigkeiten wie Bratöl oder Sonnenblumenöl geliefert zu bekommen. Wir schütten das dann um in unsere Gefäße, da passen meistens keine 8 oder 10 Liter rein und schütten das also um in etwas Attraktives, nicht aus einem Plastikeimer und schicken die dann später wieder zurück. Die werden dort in der großen Waschstraße gewaschen und wiederverwendet, auch unendliche Male. Es gibt auch Zelluloseverpackungen, da gibt es einige unserer Crunchy-Müslis, weil die können nicht nur in Papier sein, weil sie einfach auch dann durchölen würden. Und ein Großteil unserer Ware wird von Lieferanten geliefert, die auch CO2-neutral, also die für einen Ausgleich sorgen. Weil natürlich haben wir im Sortiment auch Kokosraspeln und wir haben auch Soja aus nicht heimischem Anbau und Bohnen aus China. Wir versuchen das zu vermeiden. Nach wirklich bestem Wissen und Gewissen bestellen wir bei zertifizierten Herstellern, aber es lässt sich natürlich nicht vermeiden. Und dann gucken wir aber, dass es auch ausgeglichen wird nach Möglichkeit. Also ganz viel Säcke auf Paletten. Da achten wir auch darauf, dass die Bestellungen voll sind. Also bei uns wird nie so eine Mini-Palette ankommen, sondern unsere Paletten sind dann schon sehr gefüllt. 270 bis 300 Kilo Nudeln zum Beispiel bei einer Bestellung. Also richtig viel. Ja, ganz viel Säcke, Pfandeimer, Kaffee in Pfandeimern oder Gewürze in Pfandboxen. Ja. Da okay, cool. Das ist super, dass es auch mit Pfandsystem funktioniert. Also das ist ja richtig cool, dann spart man noch mehr Verpackung ein. Das stimmt, leider in Plastikeimern, wie gesagt, das ist nicht so sexy, aber es ist, weil es nicht so viel wiegt, die CO2-ärmste Variante von einem Pfandsystem, weil ja doch ein paar Strecken überwunden werden. Wir kriegen zum Beispiel von einem Lieferanten aus Erlangen, mit dem haben wir ein Pfandsystem. Und wir nutzen natürlich auch eigene Pfandsysteme. Wir werden in der Oststadt auch Mittagstisch anbieten. Bei uns kann man dann to go was zum Mitnehmen kaufen und dort unterstützen wir auch gerne junge Startups. Eine sitzen hier am Tisch, ein Startup, nämlich Pavau, die mit einem Glas-Mehrwegsystem einfach auch versuchen, die Welt ein Stück zu verbessern. Ja, also ich glaube, unser Ziel ist einfach auch zusammenzuarbeiten, zu netzwerken und darüber zu reden. Richtig cool. Dankeschön für deine Antworten schon mal. Ich habe jetzt gerade hier noch eine Frage in dem Chat entdeckt, nämlich ob ihr nur Lebensmittel im Sortiment habt. Nein, wir haben auch Gebrauchswaren. Also wir haben Edelstahlflaschen, wir haben Glasflaschen, wir haben Dinge des täglichen Bedarfs, auch wie Toilettenpapier. Wir haben ganz viel Reinigungsmittel, die biologisch abbaubar sind natürlich. Wir haben
ja, fast alles, was man so im Haushalt braucht. So ist unser Sortiment auch ausgerichtet. Alles das, was man so in einem ganz normalen Haushalt benötigt, bieten wir auch. Wir bieten auch ein paar Baumwollbeutel. Ja. Und das, was wir nicht bieten, gucken wir, dass wir es im Bestfall, wenn die Nachfrage hoch genug ist, auch organisieren. Okay, cool. So, Frage in die Runde. Habt ihr noch eine weitere Frage, die ihr haben wollt an die Stefanie zum Thema unverpackt einkaufen? Ja, ich habe noch eine. Also eigentlich erstmal ein Lob, Stefanie, weil ich wusste das gar nicht, dass ihr halt auch so viel, also Bildungsarbeit macht oder halt Führungen anbietet. Und wir hatten ja letztes Jahr mit einer 3. Klasse, haben wir ja praktisch das Experiment Zero Waste, also unverpackt gemacht. Und da wäre es voll schön gewesen, wenn wir das gewusst hätten, wenn, das war noch vor Corona, dass man dann mit den Schülern sozusagen, die sind dann zwar schon in den Unverpacktladen gegangen, einzeln, aber wenn man da so eine Führung gekriegt hätte, ich glaube, das wäre für die Kinder auch voll Das schön. ist für die Kinder total beeindruckend, wenn die mal versuchen, so einen 25-Kilo-Sack zu heben. Schaffen die natürlich nicht. Dann sind die da zu zweit oder zu dritt richtig auch spaßig am Werk und sind ganz beeindruckt. Also unsere Bildungsarbeit hört nicht auf, sondern wir haben jetzt mit der Oststadt einfach eine weitere Filiale geschaffen als Anlaufpunkt für Schulen und Kitas wieder. Danke. Okay. Ja, schön. Ich habe noch eins. Ah ja, sehr gut. Ja, ne? Weiß gar nicht, kann jetzt gar nicht mal sagen, ob du es schon erwähnt hast, aber seid ihr schon Refill-Station, Stefanie? Ja, Okay. also auch demnächst haben wir auch die Aufkleber dranhängen. Tatsächlich hat Veronika sich darum gekümmert, dass wir Refill-Stationen in beiden Filialen werden. Super. Mhm. Okay, super. Vielen lieben Dank dir, Stefanie, dass du Sehr von gerne. euch erzählt hast. Super spannend zu hören und macht auch Freude irgendwie auf die Zukunft. Ja, Und du hast ja auch schon erwähnt, dass ihr auch ein To-Go-System anbietet, das heißt Essen anbietet. Und es ist jetzt auch eine ganz schöne Überleitung noch zu einem kleinen Input von Sarah, wie man denn eigentlich Essen To-Go holen könnte mit vielleicht einer Mehrweglösung. Aber das mache ich ganz kurz, Eva. Wir sind ja schon fortgeschritten. Kannst du mir aus dem Ordner die Präsentation nochmal öffnen? Weil ich habe die nicht vom Server richtig bekommen. Okay, weil ich hab die Verbindung gekappt. Oh, ja, okay. Gut, dann warten wir mal, bis Eva das noch hat. Aber ja, ich würde es ganz kurz machen, euch einfach informieren. Also sowohl Philipp hat es ja auch schon angesprochen, als auch, also es kam eigentlich in allen Vorträgen ja jetzt bisher, dass Plastik ja nicht unbedingt so schlimm ist, wenn man es als Mehrwegoption verwendet. Und da haben wir uns jetzt eben in den letzten Monaten einfach verstärkt darum gekümmert, wie kann man denn in der Gastronomie, also mit dem ganzen To-Go-Essen, ja, halt Einwegverpackung vermeiden. Und da sind wir eigentlich so, haben wir das mal so versucht, so ein bisschen zu kategorisieren, wie man das eben denn machen könnte. Wir haben ja auch schon gehört, auch in der Corona-Zeit haben sich zwar viele zurückgezogen, haben gesagt, selbst mitgebrachte Behälter oder so, das machen wir nicht mehr. Aber es gibt halt einfach ganz tolles Material, was man sich von der Verbraucherzentrale und vor allem auch vom Lebensmittelverband anschauen kann, was ganz klar erklärt, wie man denn trotzdem sozusagen seine eigenen Behälter zum Beispiel befüllen lassen kann. Und einfach so als Strukturierung gibt es einfach diese 4 Möglichkeiten. Das Studierendenwerk hat das hier in Karlsruhe angeboten und macht es auch noch. Man hat ja auch die Möglichkeit, sich das Essen erstmal ganz normal geben zu lassen auf einem Teller und dann in seine selbst mitgebrachten Behälter umzufüllen. Und dafür haben die dann einfach so einen Tisch eingerichtet und dann konnten die Studierenden oder können das machen. Und der Vorteil ist eben, dass man seinen Behälter nicht in diesen Hygienebereich des Betriebes bringt. Also das ist eigentlich immer möglich und man muss dann halt den Teller spülen. Aber wenn ich dort gegessen hatte in der Gastronomie, dann hätten die ja meinen Teller auch gespült. Also das ist eigentlich eine total simple Möglichkeit, wo man gar nichts groß verändern muss, keine Anschaffungskosten hat für die Gastronomie und auch für den Kunden. Dann gibt es eben diese hygienisch unbedenkliche Befüllung von mitgebrachten Kundenbehältern, wo man halt schon ein bisschen was drauf achten muss, dass man eben mit den Dingen im Betrieb nicht in Berührung kommt. Dann ist es aber einfach ganz rechtskonform möglich. Und dann gibt es natürlich diese Möglichkeit, dass man Pfandbehälter selber anschafft und die ausgibt. Das haben auch einige Restaurants in Karlsruhe jetzt schon
gemacht. Das heißt, sie schaffen sich irgendein geeignetes System an und geben dann für 5 oder 10 Euro die Behälter raus und man gibt sie zurück. Und es gibt jetzt aber halt auch, ja, durch dieses Gesetz und einfach, dass die Verbraucher eigentlich das auch alles nicht mehr so gerne wollen, auch einen riesigen neuen Markt von kommerziellen Anbietern, die so Mehrwegsysteme anbieten, die dann eigentlich teilweise auch mit einer Nutzungsgebühr und ohne Pfand arbeiten und sogar mit Apps auch ganz gut schon funktionieren. Eva, mach mal weiter. Wir blättern jetzt aber eigentlich so mal durch. Also das mache ich jetzt eigentlich, ich gehe mal weiter. Wir haben sozusagen diese Folien, wir hatten einen Vortrag ganzen dazu im März, wo man einfach genau sehen kann, wie das dann funktioniert und wo man sozusagen vom Lebensmittelverband dann diese ganzen Infos zum Rechtlichen zum Beispiel bekommt. Kannst du eins weitergehen? Jeden, der sich dafür interessiert, empfehle ich dieses Projekt Essen in Mehrweg. Das ist, glaube ich, auch ein NKI-BMU-Projekt, schon das 3. Und die kümmern sich wirklich ausschließlich eben um diese Verbreitung von Mehrweg beim Essen und haben eigentlich für all diese Optionen, die ich gerade angesprochen habe, einfach ganz tolle Infomaterialien zusammengestellt, die man auch nach außen geben kann, die das auch ganz visuell aufbereiten. Also hier zum Beispiel, wenn du deine eigene Tupperdose mitbringst, dass du die eben auf ein Tablett stellst und dass dann sozusagen dein Essen eingefüllt wird, aber nicht mit dem Einfüllgeschirr berührt wird und dass es dir dann sozusagen auf diesem Tablett wieder zurückgegeben wird. Also wenn man da auch Gastro ansprechen möchte oder selber unsicher ist, kann man sich da einfach super informieren. Eva, du kannst weiter. Genau, und genauso bieten die eben auch für das Verkaufspersonal sogar eigene Schulungsvideos an, weil dieses Umfüllen in dem Hygienebereich ist vielleicht so das Anspruchsvollste, würde ich jetzt vielleicht mal so sagen, wo man auf das meiste achten muss, aber das ist eben auch möglich. Okay, Eva. Genau, diese Nutzung von Pfandbehältern einfach selbst ist, glaube ich, relativ einfach. Allerdings muss man halt, nochmal zurück, Eva, hat man vielleicht den Nachteil, dass man eben eine relativ hohe Anfangsinvestition hat und dass diese Pfandkosten halt vielleicht auch manche Kunden abschrecken und man hat wahrscheinlich auch mal Verluste. Okay, und jetzt komme ich zum letzten, zu diesen kommerziellen Mehrweganbietern. Ich habe schon gesagt, es ist ein aufstrebender Markt. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Geschäftsmodelle. Manche arbeiten mit so einer monatlichen Nutzungsgebühr, manche haben eine Startgebühr und dann aber pro Befüllung eine Gebühr, die abgebucht wird und manche arbeiten einfach mit Pfand. Und sie weiten jetzt immer mehr den Anwendungsbereich aus. Also bisher gab es eigentlich nur so für Salate und ja, also solche Bowls, wie wir gleich sehen. Und jetzt gibt es aber auch schon für Sushi zum Beispiel oder für Pizza Alternativen. Und sie arbeiten jetzt auch gerade an Burger-Optionen zum Beispiel. Eva, du kannst weitergeben. Jetzt kommen einfach so ein paar Übersichtstabellen, die werden wir einfach dann mitschicken, wen es interessiert. Da sind einfach ganz viele verschiedene Anbieter verglichen, also aus welchem Material bestehen die, in welchen Größen gibt es das, wie viele Zyklen, das hat Philipp ja auch angesprochen, also die meisten geben so 200, manche sogar hier 1000 Zyklen ein, die das Ganze überleben sollte und danach wird es eigentlich immer vom Anbieter eben zurückgenommen und recycelt. Genau, für Behälter gibt es das Ganze auch. Überspringen wir, Eva. Jetzt kommt nämlich noch eine schöne Abbildung, das ist auch wieder von Essen in Mehrweg. Da sind so die bekanntesten Anbieter verglichen. Also zum Beispiel haben wir auch gerade so eine kleine Mehrweg-Ausstellung bei uns im Zukunftsraum und da haben wir eigentlich die Anbieter WeBowl, WeCircle, Relevo, Tiffin Loop, das ist so eine Edelstahl, die einzige Edelstahl-Variante und Vital. Und Vital ist eigentlich auch so das System, was in Karlsruhe jetzt die meisten eingeführt haben. Es sind immer noch nicht viele, aber das hat eigentlich die größte Auswahl, funktioniert über eine App, kostet eine einmalige Startgebühr für den Betrieb, aber dann wird sozusagen nur pro Benutzung, also wenn ich so einen Behälter, das kommt gleich, wie die aussehen, befülle, werden 15 bis 20 Cent fällig. Und dadurch wird es in deine App eingebucht. Du hast dann 2 Wochen Zeit, diesen Behälter zurückzugeben, wirst auch brav daran erinnert. Eva weiß es, wenn man es nicht schafft in den 2 Wochen, kann man es verlängern. Das ist wie bei der Bibliothek, zahlt man halt irgendwie 1 Euro Strafe sozusagen. Und wenn man den Behälter gar nicht wieder zurückbringt, kriegt man, glaube ich, 10 Euro abgezogen und kauft den Behälter sozusagen. Das ist eigentlich so die Funktionsweise. Und das Interessante fand ich, genau, du kannst schon mal weitermachen, ist, dass sie mit diesem Preis von 15 bis 20 Cent eigentlich ziemlich gut dort liegen, wo hochwertige Einmalverpackungen heutzutage eigentlich auch schon liegen für die Betriebe. Das heißt, es ist ökonomisch eigentlich kein höheres Investment, was sie machen müssen. Sie haben natürlich dadurch, dass diese Behälter in den Betrieben gespült werden, also die werden nicht jetzt irgendwie von irgendeiner externen Firma dann wieder gespült, sondern einfach bei der Gastro, in der normalen Gastrospülmaschine dort, haben sie halt ein bisschen Aufwand, also Personalaufwand.
Genau, und hier sieht man jetzt mal dieses eine System von Vital. Genau, ich glaube, das meiste haben wir da eigentlich schon gesagt. Die arbeiten halt ohne Pfand. Ist natürlich eine Kundenbindung, weil man es dann entweder dort zurückbringt oder bei einem anderen Betrieb, der diese Box hat. Die Kulturküche hat das gerade eingeführt, was wir ganz schön finden. Genau, Eva, kann es noch weitergehen. Es kommen, glaube ich, eher so ein paar Fotos, genau wie halt so eine App aussieht, mit der man das Ganze dann natürlich schauen kann, wer bietet es in Karlsruhe an oder wie viele Verpackungen habe ich denn gerade eigentlich von Vital bei mir. Die werden dann eben wieder ausgebucht, wenn man es zurückgibt. Und was auch ganz schön ist, sie zeigen dir dann halt auch ein, wie viele Verpackungen hat der Betrieb schon eingespart, wie viele habe ich schon benutzt und sozusagen Einwegverpackung eingespart und wie viel CO2 damit auch eingespart. Und die gehen auch so von 200 Nutzungszyklen aus. Genau. Und hier ist jetzt, der nächste Bild ist jetzt auch nochmal, dass sie halt wirklich an verschiedensten Essenslösungen arbeiten, eben auch für Sushi jetzt und für Pizzaboxen. Und da haben wir auch am Montag gerade versucht, Eva und ich, Gastrobetriebe anzusprechen und sie dafür zu sensibilisieren. Genau. Das heißt, es ist eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das ist jetzt nochmal so eine Zusammenstellung von der ETH Zürich, baut ein bisschen darauf auf, was Philipp ja auch schon gesagt hat. Welche Sachen sind denn jetzt eigentlich verboten? Das sind diese ganzen Einweg-Plastik-Sachen da oben, PS, PP, PET und dann auch diese pflanzliche PLA-Plastik, Bioplastik, Bagasse und so ist natürlich noch erlaubt. Und da sieht man aber jetzt einfach noch die Abstufung. Also nach unten hin wird es immer besser und die Mehrweg-Alternativen schneiden halt einfach insgesamt mit der kompletten Ökobilanz, auch wenn Spülen und Transport und alles mit eingerechnet ist, am besten ab. Genau, damit wäre ich auch noch mit dem Beitrag durch. Und dazu gibt es auch noch ganz viele Infos auf unserer Homepage. Wir haben eine eigene Rubrik für Mehrweg. Genau. Machen wir auch gleich noch in den Chat am besten. Vielen Dank dir, Sarah, für den schönen Einblick, für den schönen Überblick.